Heute habe ich ein sehr gutes Pfannkuchenrezept aus einem uralten Backbuch für euch. Und zwar ist es ein Tassenrezept. Es ist super schnell und einfach und die Pfannkuchen bzw. Eierkuchen werden richtig schön weich und locker. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Kennt ihr auch so Tage, da ist der Hunger groß, aber die Lust lange am Herd zu stehen und etwas Aufwendiges zu kochen umso kleiner? Es muss schnell gehen, soll allen schmecken und auch noch satt machen? Wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, dann speichert dieses Video gleich ab, damit ihr es immer wieder findet, wenn ihr euch nicht mehr genau an das Rezept erinnert. Das Rezept für diesen Pfannkuchenteig stammt aus einem sehr alten Backbuch, das mir mal eine gute Freundin geliehen hat. So wie früher üblich sind die Mengenangaben darin in Tassen angegeben, aber nirgendwo findet sich ein Hinweis auf die Größe der Tasse. Deshalb habe ich das Rezept schon mit vielen verschiedenen Tassen ausprobiert und bin dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es mit einer Tasse aus Omas Zeiten am besten funktioniert. Diese Tasse hat ein Volumen von 200 Milliliter, das entspricht dem Volumen eines einfachen Einwegbechers oder eines kleinen Wasserglases. Ihr könnt für dieses Rezept natürlich auch eine größere Tasse verwenden, allerdings solltet ihr dann 5 statt 4 Eier nehmen. Für diejenigen, die es genau wissen wollen, wiege ich die Zutaten natürlich auch nochmal ab. Für den Pfannkuchenteig solltet ihr zuerst das Mehl abmessen, denn solange die Tasse noch trocken ist, kann nichts im Innern festkleben. Damit der Teig nicht zu dick wird, solltet ihr das Mehl am besten nur bis 1 cm unter den Rand einfüllen. Dann kommt die Milch dran, davon brauchen wir auch 2 Tassen. Die Milch könnt ihr ruhig bis zum Rand auffüllen. Jetzt kommen die restlichen Zutaten hinzu und dann muss alles zügig und kräftig durchgerührt werden, bis ein glatter und klümpchenfreier Pfannkuchenteig entsteht. Und für den Fall, dass dann doch noch ein paar Klümpchen im Teig sind, könnt ihr ihn einfach durch ein feines Sieb schütten. Ich fülle den Teig bei dieser Gelegenheit gleich in eine Kanne, so kann ich den Teig viel einfacher in die Pfanne gießen, ohne zu kleckern. Idealerweise sollte der Pfannkuchenteig jetzt so 20 bis 30 Minuten ruhen, damit das Mehl aufquellen kann und sich die Zutaten besser verbinden. Ich mache das allerdings eher selten, weil mir da kein großer Unterschied aufgefallen ist, aber wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Bei mir wird der Pfannkuchenteig immer gleich nach der Zubereitung gebacken und am besten funktioniert das in einer gut aufgeheizten, beschichteten Pfanne. Ihr könnt natürlich auch jede andere Pfanne verwenden, solange ihr sie gut vorheizt und gründlich einfettet. Da wir hier schon Butter im Teig haben, reicht bei einer beschichteten Pfanne ein dünner Ölfilm völlig aus. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie dick ihr die Pfannkuchen machen wollt. Ich gieße immer nur so viel Teig in die Pfanne, dass der Boden leicht bedeckt ist. Wenn die Oberfläche matt wird und nicht mehr feucht aussieht, könnt ihr den Pfannkuchen wenden. Meistens löst sich der Pfannkuchen dann schon ganz von alleine. Am besten deckt man die fertigen Pfannkuchen mit einem Teller ab, so bleiben sie schön warm und trocknen nicht aus. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für den Fall, dass ein Pfannkuchen mal anklebt, und das passiert gerne mal beim berühmt-berüchtigten ersten Pfannkuchen. In den allermeisten Fällen hilft es, wenn man die Pfanne kurz zur Seite stellt und etwas abkühlen lässt. Dann lässt sich der Pfannkuchen in den meisten Fällen ohne große Probleme lösen. Und so sehen die fertigen Pfannkuchen aus. Durch das Backpulver ist der Teig richtig schön locker. Die fertigen Pfannkuchen könnt ihr jetzt ganz nach Belieben pur mit Marmelade, Nutella oder auch Apfelmus servieren. Süße Pfannkuchen mag ich zum Beispiel ganz gerne mit meiner selbstgemachten Aprikosenmarmelade. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ganz gut schmecken Pfannkuchen aber auch mit dünnen Apfelscheiben und etwas Zimt und Zucker. Und wenn ihr den Teig ganz ohne Zucker zubereitet, dann könnt ihr die Pfannkuchen auch herzhaft zum Beispiel mit einem einfachen Blattsalat, Lachs und saurer Sahne oder Geschnetzeltem servieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht dieses Rezept auch mal nach. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!